Deutschland verlassen und dann im Ausland als vielreisender Trader steuerfrei zu leben. Ist das wirklich möglich? In diesem Video werde ich dir von einer Mandantin erzählen, die diesen Traum in die Realität umgesetzt hat und hoffe, dich damit inspirieren zu können, wenn genau das auch dein Traum ist. Hand aufs Herz, viele träumen davon auszuwandern, viele träumen davon unter Palmen zu leben, am Strand zu liegen, Cocktails zu trinken und im Grunde genommen dem Hamsterrad zu entkommen, dem täglichen Käfig, der vielleicht ein goldener ist, der einen trotzdem aber natürlich sehr einschränkt, der einen davon abhält, seine Träume zu leben und das Leben, was man sich insgeheim so vorgestellt hat. Und für viele bedeutet das ein Leben zu führen, wo man nicht mehr von einem 9-to-5-Job abhängt, wo man nicht mehr in ein graues Büro jeden Tag fahren muss und den gleichen langweiligen, dämlichen Job machen muss, sondern sich seine Zeit frei einteilen kann, von niemandem abhängig ist und vom eigenen Kapitalvermögen leben kann und sich möglicherweise einen Lebensstandard leisten kann, der sehr viel besser ist als den man heute hat, aber vor allen Dingen natürlich sich damit ein Leben in Freiheit ermöglicht, wo man sehr viel Flexibilität hat, wo man reisen kann, ohne sich ständig Sorgen zu machen, wo der nächste Euro herkommt. Für viele scheint das komplett unerreichbar zu sein. Viele können sich das nicht vorstellen, dass das wirklich geht. Und das ist übrigens hier absolut auch kein Werbe- oder Marketingvideo. Von mir könntest du Trading nicht lernen. Ich verkaufe auch keine Trading-Kurse, aber tatsächlich haben wir natürlich viele Mandanten, die genau dieses Leben in die Tat umgesetzt haben, die sich nicht haben entmutigen lassen. Und einer dieser Mandantinnen, um die es geht, ist Simone. Sie war vor kurzem mit uns in London bei unserem jährlichen Treffen unseres New Horizons Clubs. Und sie lebt im Grunde genau das Leben, was ich vorhin beschrieben hatte. Sie war lange Jahre lang in einem ganz normalen Job, sage ich jetzt mal, tätig in der Verwaltung, hatte aber schon recht früh als Jugendliche eine wirkliche Affinität zu den Kapitalmärkten, zu Aktien. Irgendwann hat sich aber die Frage gestellt, ob es das jetzt so gewesen sein soll. Wird sie jetzt in diesem Job in der Verwaltung hier ausharren müssen, bis sie 65 ist und dann irgendwo einen traurigen Ruhestand verbringen? Oder ist das Leben nicht sehr viel mehr? Kann man nicht eigentlich wirklich das Leben leben, von dem man immer geträumt hat? Und in ihrem Fall ist das eben ein Leben, wo sie exotische Länder bereist, wo sie interessante Menschen kennenlernt und wo sie eben nicht jeden Tag in ein Büro muss, in dem Verwaltungsjob, den sie in Deutschland hatte. Sie hat sich dann damit beschäftigt, wie man das Ganze umsetzen kann. Natürlich wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen, Freelancer zu werden und dann sozusagen einen ähnlichen Verwaltungsjob vielleicht zu machen aus der Ferne. Heute geht ja jede Menge remote, aber das ist eben auch nicht das, was sie wirklich wollte. Sie will eben auch nicht irgendwo in einem Hotel sitzen müssen, in einem tollen exotischen Land und dann dort wirklich 10, 12 Stunden am Tag lang arbeiten müssen, nur damit sie ihr Leben finanzieren kann, sondern es ging ihr wirklich darum, ein komplett neues Leben in Freiheit dann auch zu leben, wo sie auch wirklich Zeit hat, dann neue Länder, neue Menschen kennenzulernen und neue Erfahrungen für sich zu machen. Und jeder, der sich intensiv mit solchen Überlegungen beschäftigt, der wird relativ schnell darauf kommen, dass eben ein realistischer Weg, wie man das umsetzen kann und wie es im Grunde fast jeder umsetzen kann, die eigene Vermögensverwaltung ist an den Kapitalmärkten, vielleicht sogar wirklich professionell zu traden. Und genau damit hat sich Simone dann auch intensiv beschäftigt und sie ist zu dem Schluss gekommen, dass eben Optionstrading genau das ist, womit sie dann ein regelmäßiges Auskommen erzielen kann, aber eben bei sehr geringem Zeitaufwand. Es gibt natürlich sehr viele Beiträge auf Social Media, in YouTube, die dir dann hier das Blaue vom Himmel versprechen, wo dann Erfolg über Nacht letztlich versprochen wird, wo du muskulöse junge Männer vor teuren Autos und glitzernden Metropolen siehst, die angeblich diesen Lifestyle leben. Aber das ist natürlich alles kompletter Bullshit, sondern wenn du einigermaßen realistisch bist, dann weißt du, dass es natürlich lange braucht, bis man sich entsprechende Fähigkeiten aneignet. Und so war es tatsächlich auch bei Simone. Ganze 3 Jahre hat sie investiert, fast ihre gesamte Freizeit an Abenden, an Wochenenden. Sie ist nicht in Urlaub gefahren, um sich eben das Optionstrading beizubringen. Sie hat natürlich hier professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Da gibt es verschiedene Angebote. Ich möchte jetzt hier kein spezielles empfehlen. Sie hat also erstmal mehr gearbeitet, um dann eben später weniger arbeiten
zu können. Nach 3 Jahren war Simone dann soweit, dass das, was sie in ihrem Tagesjob verdient hat, wofür sie 40 Stunden pro Woche arbeiten musste, dass sie das mit wenigen Stunden im Monat auch über die Trading-Tätigkeit tatsächlich erlösen konnte. Natürlich musste sie dann auf diese Einkünfte, die sie über das Trading erzielt hat, in Deutschland ganz normal Steuern bezahlen. Sie hat ja in Deutschland gelebt. Sie war in Deutschland steuerpflichtig. Da gibt es also natürlich kein Entkommen. Und natürlich hat sie sich auch noch nicht sicher genug gefühlt, um ihren Tagesjob dann aufzugeben und nur vom Trading zu leben. Sie hat das Ganze also 1 Jahr lang parallel betrieben. Aber nach einem Jahr hatte sie dann die Zuversicht, die Gewissheit, das Vertrauen in sich selbst auch zu sagen, okay, jetzt kann ich kündigen. Der Arbeitgeber hat zu der Zeit sowieso gerade Stellen abgebaut, wie das ja leider in Deutschland heute bei vielen Arbeitgebern der Fall ist. Das heißt, sie konnte dann auch noch eine schöne Abfindung mitnehmen und konnte diese Abfindung entsprechend dann auch als weiteres Kapital für ihre Trading-Aktivitäten verwenden. Sie hat also 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nicht nur wurde sie letztlich dann von ihrem Arbeitgeber in die Freiheit entlassen, sie hatte auch dann noch gleichzeitig Kapital, um dann noch mehr Trading-Gewinne im Optionshandel zu erzielen. Und das hat sie natürlich auch so gemacht. So, wie gesagt, solange man in Deutschland wohnt, muss man natürlich weiterhin dann auf diese Einkünfte auch Steuern bezahlen. Der große Vorteil ist natürlich jetzt, wenn man Deutschland verlässt, dass man dann auf solche Trading-Einkünfte in Deutschland nicht mehr steuerpflichtig ist. Und wenn man das richtige Land aussucht, dann kann man sehr viel weniger Steuern in Deutschland bezahlen oder eben im Falle von Simone auch überhaupt keine Steuern. Es gibt auch, was privates Kapitalvermögen betrifft, in Deutschland keine Wegzugsteuer, bis auf eine ganz geringe Ausnahme, die aber nur ETFs betrifft. Das heißt also, Simone hat ihren Wohnsitz in Deutschland aufgegeben. Sie hat ihre Immobilie verkauft. Auch damit hat sie dann nochmals natürlich zusätzliches Kapital gehabt. Deutschland war nicht mehr Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes. Damit endet die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Damit muss sie in Deutschland keine weiteren Steuern bezahlen. Denn die Trading-Einkünfte, die sie hat, sind ja dann ausländische Einkünfte und keine deutschen Einkünfte mehr. Das heißt, in Deutschland wird jetzt keine Steuer mehr fällig, sondern nur noch an ihrem neuen Wohnsitzstaat. Wenn man tradet bzw. von seinem Kapitalvermögen lebt, dann ist hinsichtlich der steuerlichen Behandlung ganz wichtig, dass man unterscheidet, ob es sich um die private Vermögensverwaltung handelt oder eben ob man tatsächlich gewerblicher Trader ist. Jedes Land hat da so seine Regelungen. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Schweiz. Private Veräußerungserlöse sind steuerfrei, wenn du also zum Beispiel Aktien hast oder Krypto hast und diese dann verkaufst, wenn du in der Schweiz lebst, dann sind sie steuerfrei, wenn es sich eben nicht um gewerbliches Trading handelt. Handelt es sich aber um gewerbliches Trading, dann bist du nicht nur einkommensteuerpflichtig in der Schweiz, sondern konkret dort auch sozialversicherungspflichtig. Und Simone ist natürlich nicht in die Schweiz umgezogen. Deswegen stellte sich das Problem gar nicht. Ich habe jetzt nur die Schweiz genannt, um das Ganze zu illustrieren. Tatsächlich gilt ihre Tätigkeit auch nicht als gewerbliche Tätigkeit, weil sie tatsächlich nur wenige Stunden pro Monat darauf verwendet. Und unter diesem Bedingung gibt es einige Wohnsitze, die sich hier anbieten, wo dann im Grunde genommen diese Einkünfte aus der persönlichen Vermögensverwaltung, die man dann im Grunde dann auch nicht Trading nennen sollte, tatsächlich steuerfrei sind. Das hängt dann auch noch stark natürlich mit der konkreten Ausprägung zusammen und wie man das wirklich macht. Aber es sind eben unter anderem die Länder, über die wir oft hier sprechen, zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, zum Beispiel Malta, zum Beispiel die Philippinen und auch Panama wäre ein solches Land, was man hier erwähnen könnte. Simone hat sich jedenfalls ihren Traum von einem steuerfreien und auch sonst freien Leben erfüllt, denn es gibt bei ihrem Wohnsitz keine minimalen Anwesenheitszeiten. Sie kann also frei durch die Welt reisen. Sie muss keine Steuererklärung einreichen. Sie muss keine Steuern bezahlen, aber sie hat natürlich dennoch einen funktionierenden Wohnsitz, den sie gegenüber Banken und Behörden nachweisen kann. Ich fand es sehr motivierend, mit Simone zu sprechen und auch die anderen Teilnehmer an unserem Event waren sehr davon angetan, denn Simone, wie gesagt, hat sich vor einigen Jahren auf diesen Weg gemacht. Damals schien das Ziel noch in weiter Ferne zu sein. Ich weiß nicht, ob sie selbst daran gezweifelt hat, dass sie es jemals erreicht, aber mit viel Arbeit, mit Fleiß, mit Hartnäckigkeit ist sie dann tatsächlich dazu gekommen, dass sie das geschafft hat. Und im Grunde genommen sollte das auch für dich eine Inspiration sein, wenn auch du von einem solchen Leben träumst, wenn auch du davon träumst, von deinem Kapitalvermögen zu leben. Und ich möchte dir mit diesem Beispiel im Grunde genommen zeigen, dass das wirklich
möglich ist. Man darf sich da nicht unterkriegen lassen, man darf sich nicht entmutigen lassen. Man muss natürlich sich sehr detailliert damit beschäftigen, was man jetzt genau tut, wie das Ganze funktionieren kann, was die rechtlichen Rahmenbedingungen sind, die es zu beachten gibt. Aber wenn du bereit bist, diese Zeit zu investieren, diese Zeit letztlich in dich selbst zu investieren, weil du nicht stehen bleiben willst, weil du dich befreien willst, weil du dein volles Potenzial entfalten willst, dann ist das absolut möglich. Und das Beispiel von Simone, das zeigt dir das natürlich. Freilich, du musst in der Lage sein, natürlich Deutschland oder auch Österreich zu verlassen, zumindest dann, wenn du eine hohe Besteuerung vermeiden willst. Aber wie gesagt, ich habe ja einige Länder genannt, wo das wirklich möglich ist. Es hängt also im Grunde genommen nur an dir. Ich glaube, viele Menschen geben ihre Träume viel zu schnell auf und realisieren eigentlich gar nicht, was ihnen damit verloren geht. Also wenn auch du davon träumst, ins Ausland zu ziehen, schöne, interessante Länder auf der ganzen Erde zu besuchen und gleichzeitig aber ein gutes Einkommen zu erzielen, dann könnte vielleicht auch für dich dieses Beispiel von Simone hilfreich sein. Wir können dich natürlich dabei beraten. Wie gesagt, Trading oder Vermögensverwaltung, da können wir leider nicht weiterhelfen. Da musst du dir einen vertrauensvollen Coach oder Trainer selbst suchen. Aber wir können dir natürlich bei der Auswahl des richtigen Landes helfen. Wir können dich bei der steuerlich korrekten Gestaltung unterstützen. Das heißt, ich lade dich herzlich ein dazu, bei uns ein Beratungsgespräch zu buchen oder ansonsten natürlich auch zu einem unserer Events zu kommen, wo es genau um solche Fragen geht. Alle weiteren Details auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Und das sind tatsächlich Dinge, bei denen wir Mandanten schon seit über 20 Jahren helfen in der Umsetzung. Und wir hatten das große Glück, das große Privileg, schon etliche Mandanten wie Simone auf diesem Weg zu begleiten. Und daher würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.